Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Chris packt aus, und zwar heute den Ferrari 512M von BRM im Maßstab 1:24. Das erste Modell, was im März rauskam, war ja so rucki-zucki ausverkauft, dass ich ja super froh bin, dass ich jetzt hier bei der zweiten Lagerung ein Modell ergattern konnte. Und besonders gespannt bin ich natürlich auf das neue Fahrwerk der GT Legends, wie BRM diese Reihe tauft. Der Packung liegt dieser Spoiler bei, den ich natürlich nachher montieren werde. Und natürlich auch die Aufkleber für den Slotkoffer. Und natürlich darf auch der Katalog mit den ganzen Ersatzteilen nicht fehlen. Hier steht eben alles mit Artikelnummer drin. Das finde ich super praktisch, sollte doch mal ein Teil kaputt gehen. Jetzt bestaunen wir erstmal die Optik, bevor es dann auf die Rennstrecke geht. Und dann werden wir uns der Technik widmen. Und da kann ich euch schon mal sagen, da gab es so einige Überraschungen. Also auf jeden Fall bis zu Ende gucken. Aber jetzt ist erstmal Staunen angesagt. Der Lack, der glänzt so unglaublich gut. Also klar, der Wagen kostet 140 Euro, das ist eine Menge Geld, aber ich mir überlege, wie viel Zeit, Nerven ich da reinstecken müsste, Airbrush vorausgesetzt, um den Wagen so hinzubekommen, finde ich die 140 Euro relativ günstig, wenn man das sagen darf. Dann hier die Felgen, also auch mit den abgesetzten Radnabe, sieht richtig stark aus. Und was im Video gar nicht so rauskommt, gerade das Aluminium ist auch richtig schick. Was einige wahrscheinlich freuen wird, der ganze Wagen ist sehr durchdacht für Digitalrennen oder Digitalbetrieb zumindest mal vorbereitet. Hier die Rückleuchten zum Beispiel kann man einfach rausziehen, LEDs einstecken. Gleiches gilt für die Scheinwerfer und auch das Chassis ist für Digitalbetrieb vorbereitet. Werfen wir jetzt noch einen Blick ins Cockpit. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Der Wagen sieht einfach unfassbar gut aus. Da sprechen die Bilder komplett für sich. Aber jetzt geht es auf die Rennstrecke. Nachdem wir gestern auf meiner Bahn Rennbetrieb hatten, es waren 9 Fahrer da, die alle mit Moosgummirädern über die Bahn gesaust sind, hat die Strecke heute natürlich richtig Grip. Trotzdem hat der Wagen Traktionsprobleme, wenn er direkt aus der Kiste kommt, was sich aber über die Zeit erledigt. Das liegt einfach an den profilierten Reifen, also da nicht verunsichern lassen, einfach ein bisschen fahren. Bei mir ging es so nach 25 Runden los, dass der Wagen richtig gut lag. Und der Wagen fuhr ab Minute 1 absolut sicher. Ich hatte in Summe, glaube ich, nur einen Abflug, weil ich es ein bisschen übertrieben habe. Aber jetzt, wo der Wagen Grip aufbaut, kann man halt unglaublich über den Kurs prügeln. Das macht richtig Laune. Ich wollte ja eigentlich nur 5 Minuten fürs Video fahren, aber ich kam halt überhaupt nicht mehr weg von dem Wagen. Es hat einfach viel zu viel Spaß gemacht. Und so bin ich dann erstmal 103 Runden am Stück gefahren und habe Bestzeiten gejagt. Und ja, ich bin jetzt bei 10,3 Sekunden. Das ist für meine Bahn schon echt schnell und die Räder sehen halt immer noch so profiliert aus. Also ich denke, den Wagen kann man auf jeden Fall unter 10 Sekunden auf meiner Bahn fahren und das ist schon richtig schnell. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Technik, weil da gibt es so einiges zu entdecken. Zum Beispiel die Schnellverschlüsse hier, mit der die Karosserie befestigt werden. Das heißt, die Karosserie kann man abnehmen, ohne die Schrauben rauszudrehen. Das sind konisch geformte Schrauben, die quasi in den davor vorgesehenen Gummistopfen einrasten. Gucken wir uns den Leitkiel an. Der hat eine Schwerttiefe von nur 7,5, den könnt ihr also auch auf der Carrera-Bahn fahren. Und ansonsten hier 41er Zahnrad, 11er Ritzel haben wir hier drauf. Der Motor, das ist was Besonderes, und zwar haben sie den gegen den Evo getauscht. Die alten Modelle mit den anderen Fahrwerken, also hier Metallfahrwerk mit Plastik-Dreier, hatten noch den Super Evo und der hat knallhart 500 Gramm pro Zentimeter Drehmoment und braucht unendlich Strom. Das finde ich also super, den kann man hier auch gut im Digitalbetrieb einsetzen, ohne dass man direkt die Decoder grillt. Ja, Kugellager vorne, hinten, Alufelgen vorne und hinten, bleibt kein Wunsch offen. Dann, wie schon erwähnt, für digital vorbereitet, Platz für Decoder. Also wenn der Wagen nicht so wunderschön wäre, würde ich sofort eine Rennserie starten wollen, weil es einfach gigantisch fährt und dann eben auch alles vorbereitet. Das hier sind T-Hülsen, die da reingeschraubt sind, die für die Mechanik zuständig sind. Das neue Fahrwerk besteht aus 2 Aluminiumplatten, 2 mm stark vorne und 3 mm dort, wo der Motor drauf sitzt. Und von unten sieht man ganz gut, dass das Teil hier durchläuft und dann der Motor quasi, also das Aluminiumstück vom Motor quasi wie so ein U hergestellt ist. Und das Ganze lässt sich jetzt bewegen aufgrund dieser Gummidämpfer, die jetzt unter diesem Y-Stück liegen, und wenn man da jetzt drauf drückt, kann es mal zeigen, dann federt das und dämpft das zugleich. Das funktioniert in der Praxis wirklich sehr gut. Ich zeige euch jetzt von unten nochmal die Mechanik, wie sie arbeitet. So müsst ihr euch das auf der Strecke vorstellen. Es funktioniert im Prinzip wie eine Heckfederung, eben mit Dämpfung. Ich finde das sehr geschickt gelöst und das ganze Fahrwerk ist auch nochmal einstellbar. Man kann hier diese mittlere Schraube versetzen, das lässt dann nochmal einen Unterschied in der Härte zu, und es gibt auch diese T-Hülsen in unterschiedlichen Größen. Man kann das also nach Gusto einstellen. Die Vorderachse drehte sich bei mir erstmal nicht wirklich. Das liegt einfach daran, dass man ein bisschen Spiel auf die Vorderachse geben muss, also das Rad ein bisschen weiter raus, und schon laufen die Kugellager, wie sie sollen.
Das Setup, was ihr jetzt hier seht, das habe ich natürlich vor dem Fahren auf der Bahn gemacht. Und als ich dann das Spiel an der Hinterachse einstellen wollte, habe ich gleich gemerkt, da stimmt doch was nicht. Also das Rad hat irgendwie, ihr seht es hier, im Kugellager hatte die Achse Spiel. Und das sollte sie auf keinen Fall haben, zumindest mal nicht in dem Umfang. Also Kugellager-Defekt, das könnt ihr hier sehen. Deswegen kaufe ich immer gerne im Fachhandel, da kriegt ihr einfach Ersatz. Ich hatte jetzt welche da, aber das ist bei Slotfun immer gar kein Problem, wenn da mal was defekt ist. Ich habe hier offene Kugellager eingebaut, die kann man gut mit Benzin spülen und dann einen kleinen Tropfen von diesem Öl, packe ich euch in die Videobeschreibung. Und ja, also offene Kugellager haben da immer den Vorteil, dass man sie einfach reinigen kann. Und wie ihr seht, das läuft dann schon ganz anständig. Jetzt noch das Spiel einstellen, Räder wieder montieren, Achsen drauf. Also ihr seht, ich mache da nur ganz wenig Spiel auf die Hinterachse. Ich habe es dann nochmal angeschuckt und da gab es auch ein merkwürdiges Geräusch. Hört mal. Das rattert. Und wie sich herausgestellt hat, kommt das von den Felgeninsätzen, weil die sind nicht fest und drehen einfach noch nach, wie ihr hier sehen könnt. Und das macht einfach ein paar Geräusche. Also harmlos. Kommen wir jetzt zum Getriebe einstellen. Und ein kleiner Hinweis vorweg. Ich habe nachher die 2 Schrauben da oben ausgetauscht, weil mein Werkzeug da einfach nicht gegriffen hat. Hier ist besonders, wir haben 2 Motorhalter, das heißt, und beide mit Langloch, das heißt, ihr könnt hier auch noch die Steilheit des Engelweiner Antriebs einstellen. Das ist jetzt nicht ganz so trivial, das dann leise zu bekommen, aber ich habe euch das jetzt hier mal in Nahaufnahme, damit ihr das vielleicht sehen könnt, wie ich das jetzt gemacht habe. Also minimalen Spiel, wie ihr sehen könnt. Dann immer das Rad mal anschucken, dann hört ihr direkt, wie laut das ist und wie viel Widerstand es hat vor allem. Zu guter Letzt noch ein Tropfen Sekundenkleber hier unter den Stromschlauch. Dann sind die Kabel ordentlich verlegt, nichts bremst die Vorderachse oder stört sonst wo. Man könnte natürlich noch viel mehr an diesem Fahrwerk einstellen. Das habe ich mir jetzt aber für das erste Video mal gespart. Und wie ihr vorher gesehen habt, läuft der auch so ordentlich, der Wagen. Und jetzt gucken wir mal nach der Bodenfreiheit. Also ihr seht, der Wagen hat reichlich Bodenfreiheit. Das heißt, da kann man die Räder ordentlich runterfahren und hat wahrscheinlich immer noch einen Millimeter. Auch hinten hat es ordentlich Platz. Der Wagen bringt 183 Gramm auf die Waage und baut sehr flach mit dem Karosseriegewicht von 49,5 Gramm und dem relativ schweren Fahrwerk mit 133 ergibt sich hier eine sehr gute Gewichtsverteilung und eben auch entsprechend viel Performance. Kommen wir zum Fazit. BM macht mit der Neuauflage alles richtig. Der Motor hat weniger Drehmoment als der alte, hat aber trotzdem genug Power und kann eben jetzt auch auf der Heimbahn bewegt werden. Zudem braucht er deutlich weniger Strom, was auch für den Digitalbetrieb sehr wichtig ist. Das Fahrverhalten ist gutmütig, stabil, schnell und macht einfach nur mega Spaß. Und da BM das Fahrwerk auch einzeln anbietet, werde ich mein GT1 auf jeden Fall umrüsten. Negativ war eigentlich nur das defekte Kugellager, was bei anderen Herstellern auch mal vorkommt. Ich habe schon öfter mal kaputtes Lager gehabt oder eine krumme Achse oder irgendwas Verbogenes und mal zur Heckspoiler gebrochen. Also das kommt vor, im Fachhandel bekommt man schneller Ersatz und davon würde ich mir den Spaß nicht nehmen lassen. Was den einen oder anderen vielleicht noch interessiert ist, wie gut der Wagen auf der Holzbahn performt. Das werde ich im Club ausprobieren, wenn ich gegen Stefan und seinen neuen 17 antrete. Da dürft ihr mir auf jeden Fall schon mal die Daumen drücken. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und einen Daumen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.